Herr Šefčovič, zunächst eine allgemeine Frage. Wie sicher ist die Energieversorgung in Europa im Augenblick? Ich denke, seit Beginn der Energieunion haben wir sichergestellt, dass die Versorgungslage sehr viel besser ist als in der Vergangenheit. Ich mache mir keine Sorgen, dass sich das Jahr 2009 wiederholt, wo die Gaslieferungen insbesondere in Ost- und Mitteleuropa völlig abgeblockt waren und es dort sehr dramatisch war. Wir haben den Verbund verbessert und auch stärker abgehoben auf unterirdische Gasspeicher. Und wir haben auch Zugang zum globalen Markt für Flüssiggas. Und zusammen mit der Diversifikationspolitik, denke ich, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die Lage ist sehr viel besser, aber natürlich müssen wir immer auf der Hut sein. Sie sind der zuständige Kommissar. Wie sieht denn ein perfektes Energiemix in der Europäischen Union aus? Ja, das wird eine Herausforderung sein, denn das Energiemix fällt in die nationale Souveränität und ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass bei der Energiepolitik die nationalen Reflexe wirklich sehr stark sind. Aber ich denke, auf alle Fälle werden wir unsere Ziele für 2020 übererfüllen. Überall in Europa werden wir mindestens 20% erneuerbare Energien im System haben und wir wollen das bis zum Jahre 2030 auf 30% anheben. Und wir haben unsere Klimaneutralitätsstrategie für 2050 ja vor kurzem vorgelegt. Und die Erwartung ist natürlich 100% CO2-frei eines Tages. 80-90% würden das aus erneuerbaren Energien stammen und 10-15% aus der Atomenergie. So sehen die Prognosen aus. So wird das Energiemix in 30, 40 Jahren aussehen. Also kaum noch CO2. Gut, das ist die Zukunft. Aber Sie sprachen ja die verschiedenen nationalen Strategien in Europa an. Und dann haben wir Nord Stream 2. Das ist für Deutschland sehr wichtig. Andere Länder investieren in Atomkraftwerke. Also wie passt denn das alles zusammen? Wir haben die Mitgliedstaaten gebeten, uns ihre nationalen Energie- und Klimapläne vorzulegen. Die müssen wir dann prüfen, damit wir klare Parameter für 2030 haben. Da haben wir ja Zusagen beim Pariser Abkommen abgegeben. Wir haben jetzt eine Strategie vorgelegt, wie wir klimaneutral werden bis zum Jahre 2050. Aber das können wir nicht in Brüssel tun. Deshalb haben wir die Mitgliedstaaten gebeten, uns ihre nationalen Energie- und Klimapläne und Strategien vorzulegen. Welches Ziel man für das Jahr 2030 und 2050 hat, wie das Energiemix dort aussieht, wie viel erneuerbare Energien, wie viel andere Energieträger, was macht man im Bereich Energieeffizienz, im Verkehr, nimmt man Veränderungen bei der Landwirtschaft vor und wir bekommen die Entwürfe dieser nationalen Pläne Ende dieses Jahres und das gesamte nächste Jahr über werden wir dann den Mitgliedstaaten darüber diskutieren, damit alle mit dabei sind, niemand sozusagen in Klimaurlaub geht und dann bekommen wir wirklich in der zweiten Jahrhunderthälfte die Klimaneutralität. Aber neben diesem Thema gibt es ja auch noch den Emissionshandel und da wird auch viel Kritik geübt, dass die Preise zum Beispiel, die die Unternehmen zahlen müssen für die Zertifikate, einfach zu niedrig ist. Also wie muss Europa denn da reagieren? Ich denke, wir haben schon reagiert. Sie haben recht, bis zum letzten Jahr lag der Preis für eine Tonne CO2 etwa bei 5 € und alle sagten, das ist viel zu niedrig. Damit kommen wir nie zu den Innovationen und würden die Unternehmen nie gezwungen, saubere Technologien sich zuzulegen. Also wir werden jetzt ein neues
neues Emissionshandelssystem ab 2020 auf den Weg bringen. Und wir haben 800 Millionen Euro Wert an Zertifikaten auf Eis gelegt. Die werden also nicht mehr genutzt und dadurch ist der Preis auf jetzt 20 Euro gestiegen. Und ich denke, das stößt doch schon sehr intensive Diskussionen an, insbesondere in den Ländern, wo es energieeffiziente und intensive Industrien gibt, wo man mehr fossile Energieträger nutzt. Da wird es teurer. Und dieser Preis wird noch ansteigen. Jedes Jahr werden wir einen Teil der Genehmigungen rausnehmen aus dem System, sodass wir vielleicht dann bis 2030 zu 43% kommen. Und wenn wir die Anzahl der Genehmigungen im System reduzieren, müssen die Unternehmen ökologischer werden. Ja, also sehr viele Zahlen haben Sie jetzt genannt, aber es ist ja so, einige Nationalstaaten reagieren ja noch, Großbritannien und Frankreich, die erfinden jetzt sozusagen Emissionssteuer. Sind diese nationalen Strategien vielleicht auch eine Antwort auf das Problem? Also das Emissionshandelssystem, was wir entwickelt haben, wir waren ja die Ersten, die das für die gesamte EU eingeführt haben. Und das ist übrigens auch ein Modell für die Chinesen gewesen. Und da brauchten wir natürlich einen Konsens. Wenn man eine CO2-Steuer einführen will, ist das Problem das Wort Steuer, denn da brauchen wir Einstimmigkeit innerhalb der EU und das ist immer schwierig. Ich weiß, einige Länder überlegen noch, wie sie die Energiewende noch beschleunigen können. Und dass man eben neben den Emissionszertifikaten auch noch eine CO2-Steuer einführt. Ich weiß, es funktioniert sehr gut in Norwegen, aber Norwegen ist ein sehr reiches Land. Und als ich dort war, zum letzten Mal lag der Preis für CO2 bei 50 Euro, also ziemlich hoch. Also was den Emissionshandel anbelangt, da denken wir, dass das Marktsystem da eine bessere Rolle spielen kann. Es ist auch für alle akzeptabel und es funktioniert auch. Und ich denke, mit diesen neuen Parametern will wir dann die Innovationen bekommen, die wir brauchen. Im Augenblick tagt man ja diese und nächste Woche in Kattowitz. Da geht es ums Klima, um die Strategien. Welche Erwartungen haben Sie an Kattowitz? Sie waren ja diese Woche da. Welche Erwartungen haben Sie? Ich denke, da gibt es zwei wesentliche Eindrücke. Einmal dieser Appell an die Dringlichkeit. Das hat ja der UNO-Generalsekretär Guterres auch immer wieder gesagt und ich habe das aufgegriffen, als ich die EU-Klimaneutralitätsstrategie für 2050 vorgestellt habe. Und zweiter Aspekt ist die Bedeutung dessen, was man im Fachjargon ein einheitliches Regelwerk nennt. Wir brauchen ein System, mit dem eine Überwachung und Verifizierung möglich ist, damit wir sicherstellen, dass alle Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, auch liefern. Denn wir in Europa sagen immer wieder, was man nicht messen kann, kann man auch nicht überprüfen. Insofern brauchen wir ein System, das klar und transparent ist, das zeigt, wie die Länder dastehen, wer hinterherhinkt, damit wir alles unter Kontrolle haben, Länder, die Hilfe brauchen, unterstützen können oder die hinterherhängen, etwas drängen.